Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. In den letzten 1,5 Jahren hat uns unsere Reise über die Türkei in den Kaukasus geführt, auf die wunderschöne arabische Halbinsel und über Russland nach Zentralasien. Hier haben wir in den letzten Episoden die sagenhafte Berglandschaft Tadschikistans erkundet und haben uns auf den Weg gemacht zum weltberühmten Pamir Highway. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Wir sind immer noch unterwegs auf dem Pamir Highway. Wir sind jetzt im Osten vom Pamir Highway angekommen und haben gerade so ein kleines Seitental erkundet. Die Gegend hier im gesamten Pamir Highway ist wirklich sehr, sehr einsam. Auf der Hauptstrecke gibt es ein bisschen Verkehr, ein paar LKWs fahren dort, so Cargo-LKWs fahren dort entlang. Man trifft vielleicht ein paar Reisende mit Fahrrädern oder Motorrädern. Aber hier in den Seitentälern ist es wirklich so, so einsam. Wir haben, glaube ich, jetzt seit 3 Tagen keine Menschenseele mehr gesehen. Wir werden jetzt gleich ein bisschen weiterfahren. Heute ist Murgab unser nächstes Ziel. Das ist so eine Ortschaft im Osten vom Pamir Highway. Da schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen die Vorräte aufstocken oder ob wir zumindest ein frisches Brot finden oder eine Melone vielleicht. Und dann schauen wir mal, ob wir ein schönes Plätzchen für heute Abend finden. Auf dem Weg nach Murgab führt uns unsere Reise über die kargen Hochebenen des Pamir Highways. Hier auf über 3000 Meter Höhe, am gefühlten Ende der Welt, gibt es nicht viel. Ein paar knorrige Büsche, ein paar verwetterte kleine Siedlungen, ein paar Pferde und Yaks und Jurten. Was bleibt, ist der Blick auf die sagenhaften Berge am Horizont. Alles gut. So, Pässe wurden gerade kontrolliert, durften reinfahren. Sie haben drinnen gerade gekocht und ich glaube, da gab es Spiegeleier mit Speck. Boah, voll geil.
7000 Einwohnerstädtchen Murgab befindet sich eine der wenigen offiziellen Tankstellen im Osten Tadschikistans. Hier wird aus Kanistern und großen Melkeimern getankt. Das kleine Murgab liegt auf rund 3600 Metern Höhe und ist eine der bedeutendsten Siedlungen entlang des Bamir Highways. Seine Tankstellen und der kleine Container Market machen es zu einem wichtigen Knotenpunkt für Reisende und Einheimische. Okay. Okay. Mit vollem Tank und aufgefüllten Vorräten geht es für uns in ein kleines Seitental von Murgab. Wir folgen einer wunderschönen einsamen Piste und stoßen hier und da auf vereinzelte kleine Siedlungen. Es hat angefangen zu regnen und auf dem hohen Berg oben zu schneien. Und das trifft sich jetzt gut, weil wir machen uns gerade auf den Weg zu einer heißen Quelle, zu einem Thermalbad, und können wir uns ein bisschen aufwärmen. Und jetzt fallen auch schon die ersten Schneeflocken auf der Windscheibe. Also das Wetter wechselt hier sehr. So, das war wohl nichts. Wir haben die Hot Spring leider nicht gefunden. Es war trotzdem ein schöner Ausflug. Die Berge, der Nebel, der Schnee und die Täler, ja, war recht cool. Für uns geht es jetzt zurück nach Murgab. Wir müssen noch ein bisschen Wasser auffüllen, dann geht es weiter.
Das ist ganz geil. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Karakulsee. Vorher müssen wir aber einen ganz hohen Bergpass überschreiten. Den Agspeital-Pass, der ist ungefähr 4655 Meter hoch. Das wird unser neuer Höhenrekord und auch der höchste Punkt der gesamten Reise. Man merkt schon, je weiter es den Pass hochgeht, desto mehr muss der Hilux kämpfen. Aber wenn wir ganz langsam fahren, geht das schon. Wir persönlich merken auch, dass das Atmen immer schwerer fällt. Aber ja, das Wetter ist traumhaft schön, die Landschaft ist traumhaft schön und wir freuen uns einfach nur auf diesen neuen Rekord. Aus Platzgründen hat man das berühmte Agspeital-Schild einige hundert Meter unterhalb der eigentlichen Passhöhe errichtet. Um den 4655 Meter hohen Pass zu erreichen, müssen also noch einige steile Serpentinen überwunden werden. Fast geschafft. Yes! Wir haben es den Pass hochgeschafft. Wir sind jetzt auf 4665 Metern. Das letzte Stück da vorne war ein bisschen steil. Mussten wir mit Untersetzung hochfahren, aber wir haben es geschafft. Sind jetzt mega happy drauf. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, hier ein Experiment zu machen. Wenn man Wasser kocht auf Meereshöhe, kocht es ja bei 100 Grad. Und wir sind jetzt auf 4665 Meter und jetzt sollte es eigentlich nicht so heiß werden, das Wasser, also bei weniger Temperatur kochen. Und jetzt messen wir das mal. Bereit? Ja, Wasser kocht, wird nicht heißer als
85 Grad. Geil, oder? Danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.